Heute bei den Lately News hat die englische Polizei in einem dreistöckigen Nachtclub in Liverpool eine große Cannabis-Farm ausgehoben. Diese befand sich in der ersten Etage, während sich der Nachtclub darüber befand. Aufmerksam auf eine mögliche Cannabis-Farm wurde die Polizei auch nur, weil nie Musik in dem Club zu hören war und auf sämtlichen Fotos aus dem Nachtclub bei Instagram niemand tanzte, sondern alle Besucher nur unter dem Disco-Ball standen und fasziniert das Lichtspiel beobachteten. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus dem letzten Schminkvideo, wo ich alle geschminkten Gesichter von der Band KISS nachgemacht habe. Leider alle auf einmal in meinem Gesicht. Aber was macht man nicht? Alles für ein paar Views. Oder Rezo? Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke. Denn nur so haben wir die Chance, aktuell nach 1 auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Nazareth, wo gerade Jesus aus seinem fast 2000 Jahre währenden Schlaf aufgewacht ist. Und wie beim letzten Mal guckt er sofort auf sein iPhone und muss mit Entsetzen feststellen, dass er definitiv nicht für die Sünden der Menschheit gestorben ist, damit nun so etwas wie das Rezo oder das Bohlen seinen Social Media Feed vollspammt. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Sonder-Eichhörnchen-Korrespondent C-Hörnchen die neuesten Trends aus dem Wald. Aber vorher muss C-Hörnchen selbstverständlich noch seine Nuss essen. Wobei mir gerade mitgeteilt wurde, seine Nüsse, da er sich in Erwartung eines fetten Gehaltschecks 1 Kilo Vorrat an Nüssen gekauft hat. Das war wohl dann die drittschlechteste Entscheidung seines Lebens. Die zweite war natürlich die Teilnahme an diesen News und zu glauben, dafür auch noch Kohle zu bekommen. Und die andere, als seine beiden Brüder A- und B-Hörnchen ihn fragten, ob er mit zu Disney wollte und er nur meinte, dass er seine Kreativität nicht an Disney verkaufen will, weil ihm seine Integrität mehr wert ist. Und heute ist er hier bei den News. Nicht gerade ein Aufstieg meines Erachtens, aber immer noch besser, als sich bei Warner zu prostituieren wie die Bitch Batman. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Ich bin ja bekanntlich kein großer Fan der Straßenverkehrsordnung, die ich definitiv nicht in Ordnung finde. Und ich ärgere mich noch heute, dass das Coronavirus Millionen Menschen das Leben gekostet hat, aber nicht ein verdammtes Schild der Straßenverkehrsordnung daran krepiert ist. Aber auch nur, weil Angela Merkel die hat zuerst impfen lassen. Stand so zumindest letztens in den Breitarsch News, an die Wand gekritzelt in einer öffentlichen Toilette, die ich nur deswegen besucht habe und nicht wegen des regen Publikumsverkehrs bedingt durch Tinder. Gerade deswegen kann ich nur meinen Hut vor einem 38-jährigen Mann ziehen, der auf der Stadtautobahn mit 200 Sachen nicht nur an dem langsamen Pöbel vorbeigebrettert ist, sondern auch an einem der neuen Mustang-Streifenwagen der Berliner Polizei. Und so schnappten die Beamten den 38-jährigen schneller, als er Straßenverkehrsordnung auf seinem Handy in eine SMS tippen konnte. Aber immerhin brachten sie ihn dann mit 250 Sachen direkt ins nächste Gefängnis. Währenddessen in Detgen. Ich bin ja ein Befürworter der Kampagne Keine Macht den Drogen, die ich immer mit einem oder mehreren Bieren zelebriere. Je nachdem, wie viele Schachteln Zigaretten ich in der Zeit aufrauche. Oder Kleingeld übrig habe, das ich in einen Spielautomaten stecken kann. Oder Süßigkeiten, die ich nicht etwa wegen dem Verlangen nach Zucker esse, sondern einzig wegen dem süßen Geschmack. Deshalb keine Macht den Drogen. Zumindest denen, die man nicht legal kaufen kann. Wie zum Beispiel Cannabis. Nur selbiges fanden Polizisten in einem Auto, das bei Detgen eine Reifenpanne hatte. Und dann gleich 40 Kilo, versteckt allerdings im Ersatzreifen. Dabei hatte der Fahrer das Pech, dass ihm eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife helfen wollte mit seinen Platten. Da aber selbst
2 Beamten es nicht schafften, den Ersatzreifen herauszubekommen, wegen der 40 Kilo Cannabis darin, holten sie noch mehr Verstärkung. Bis dann einem der weiteren 12 Beamten der Geruch des Ersatzreifens nicht ganz koscher vorkam. Derweil in Detroit. Ich will ja nicht sagen, dass ich nach Rubbellosen süchtig wäre, aber ich investiere jeden Cent meiner 2 Millionen Euro Gage vom RBB in Rubbellose. Aber ich bin nicht süchtig danach, sondern höchstens nur abhängig von dem Glücksgefühl beim Freirubbeln der Lose. Vielleicht ist es nur ein kleines Laster, wofür ich bereits die 5. Hypothek auf die Villa von Günther Jauch aufgenommen habe. Bestenfalls eine Besessenheit, nachts Günthers Eigentum für ihn beim Pfandleiher zu hinterlegen, um mir ein paar weitere Kicks mit den Rubbellosen zu besorgen. Aber ansonsten habe ich das echt gut unter Kontrolle. Noch besser unter Kontrolle hatte ein 56-Jähriger in Detroit sein Glück. Denn er kaufte aus Versehen einen zweiten Lottoschein mit genau denselben Nummern wie auf seinem ersten Lottoschein. Und die Zahlen dieser beiden Lottoscheine wurden dann auch gezogen und bescherten ihm einen doppelten Lottogewinn. Nur wurde er direkt danach von 2 Blitzen getroffen, die er leider nicht überlebte. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Zukunftsblick Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Zukunftsblick Magazin nur vollgestopft ist mit Fake-Zukünften. Ich lasse mir regelmäßig bei meiner einäugigen Hellseherin Olga die Karten legen, die jedoch eine Piratenaugenklappe leider auf ihrem noch funktionierenden Auge trägt, weswegen ihre Voraussagen doch sehr schwammig sind. Wie beim letzten Mal, als sie 8-mal hintereinander die Todkarte legte, obwohl die eigentlich nur einmal in ihrem Kartendeck drin war. Oder als sie mir mit einem Stapel Landkarten die Zukunft legte und dies scheinbar in Bielefeld, was der sichere Tod ist. Aber hoffentlich sterbe ich dann dort, wie ich gelebt habe, mit einer Machete in der einen und dem Code von Samuel Colt in der anderen Hand, wie ich ein paar Vampire erledigt habe, zusammen mit meinen Brüdern Dean und Sam. Oder 2 Transvestiten gleichen Namens. Jedenfalls nahmen wir 3 gerade ein Werwolfnest auseinander, als mein Blick auf eine Ausgabe des Zukunftsblick Magazins fiel. Und dort stand, dass ich nächstes Jahr Promi Big Brother moderieren werde. Da bin ich lieber tot in Bielefeld oder noch schlimmer, lebendig in Bielefeld. Deshalb sei gewarnt, Zukunftsblick Magazin, die dunkelrote Lately Fake News Karte an dich und du hast als Magazin keine Zukunft. Punkt. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.